Heute bei den Leg Day News haben Videospieler aus Rom im neuen FIFA-Videospiel einen Bug entdeckt, bei dem sie ihre Spieler auf die Köpfe der Gegenspieler sprengen lassen konnten, wie ansonsten nur Super Mario in seinen Spielen auf Schildkröten. Wobei wir ehrlich sein müssen, aber würde Toni Kroos in der Nationalmannschaft mehr von Super Mario haben und seinen Gegenspielern öfters mal auf den Kopf springen, wäre das immer noch interessanter als sein 1,5 Trilliardster Doppelpass innerhalb von 60 Sekunden zu einem seiner Mitspieler. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Leg Day News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus dem Werbespot, bei dem ich meine Hände immer in Palmolive halte, ohne es lange Zeit zu wissen, bis man mich darauf hingewiesen hat. Leider hat das die Finger ins Wasser halten dann auch eine andere, nicht ganz so schöne Nebenwirkung. Aber immerhin sind meine Hände schön geschmeidig, wenn ich meine Unterwäsche wechseln muss. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Pro7 Morning Show auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Leg Day News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Newark, wo diese radioaktive Spinne nur darauf wartet, dass sie dich beißen kann und du damit entweder zum neuen Spider-Man oder Woman wirst oder alle Haare verlierst und zum nächsten Lex Luthor mutierst oder Prince William. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen The Suicide Squad, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft. Noch täglich in Arkham Asylum, da aber als Musical-Version. Warner Bros. Hat mich auch gebeten, hier einen Warnhinweis zu geben, denn in einigen deutschen Kinos hat mal wieder der anonyme Anglizismushasser namens der Rechtschreibfinke, DC übertreibt es echt mit den Namen mittlerweile, zugeschlagen. Und dort wird das Suicide Squad als das Selbstmordkommando beworben. Und bitte diesen Film nicht mit dem auch aktuell erneut laufenden Film von 1985 namens Das Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger verwechseln. Denn in dem Schwarzenegger-Film geht es darum, dass eine kleine Gruppe von Außenseitern und Verbrechern ein Himmelfahrtskommando machen müssen. Was, wie ich jetzt merke, genau der Plot von Das Selbstmordkommando ist. Mit dem einzigen Unterschied, dass bei Das Phantomkommando das Himmelfahrtskommando darin besteht, einen Akzent von Arnold Schwarzenegger zu besiegen. Leider vergebens, weswegen dieser Akzent im DC-Universum auch als Dr. Freeze später wiederkam. Na, mal schauen, ob das Suicide Squad an seinen Vorgänger, das Phantomkommando, rankommt oder der Porno-Version davon namens Das Phantomkommando. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Eigentlich sollte man ja mittlerweile meinen, dass nach über 1,5 Jahren Corona-Pandemie, in der Millionen von Menschen das Glück haben, zu Hause in Unterwäsche zu arbeiten, gerade diese Menschen sensibilisiert sind, aufzupassen, wie und was sie in Videokonferenzen von sich zeigen. Sind sie aber nicht. So gab es den lustigen Zwischenfall, als ein US-Anwalt vergessen hatte, den Katzenfilter auszuschalten, oder aber er war wirklich eine Katze. Oder der Fall eines Arztes, der direkt aus dem OP mit blutverschmierten Handschuhen an einem Prozess teilnehmen wollte, wo es nur um seine vielen Verkehrsdelikte ging, dem deswegen auch vom Richter die Approbation entzogen wurde. Hoffentlich hat er die Patienten noch zugemacht. Oder wie hier in Berlin Mitte, als ein Anwalt zu einem Prozess zugeschaltet wurde und ihm nun der Richter, der Staatsanwalt und auch der Angeklagte beim Sex zuschauen konnten. Nur leider mit der Frau des Angeklagten und der des Richters. Nur der Staatsanwalt atmete erleichtert auf. Derweil in Kairo. Wenn mir richtig super langweilig ist beim Fliegen meiner Concorde zu meinem Briefkasten, dann male ich gerne Bilder in den Himmel, die man allerdings
nur bei der Flugüberwachung am BER sehen kann. Einfach damit die Jungs und Mädels auch mal was Nettes auf ihren Radarbildschirmen haben, als immer nur diesen einen Flieger am Tag, der zum BER will, den sie trotzdem stundenlang über dem BER erst einmal kreisen lassen. Wie letztens die Erschaffung Adams von Michelangelo, einen der am meisten unterschätzten Teenage Mutant Ninja Turtles übrigens, aber das nur am Rande. Aber damit unterscheide ich mich übrigens vom Kapitän der Ever Given, die einst im Suezkanal havariert war und dabei knapp 1 Milliarde Kosten verursachte. Denn deren Kapitän hatte vor dem Suezkanal die Zeit sinnvoll genutzt, um einen Penis auf die Radare der Schiffsüberwachung in Kairo zu malen. In die Sandbank ist er übrigens vor Schreck gefahren, als seine Frau das Penisbild gesehen hatte. Noch zum Abschluss, die Lately News Filmkritik der Woche ist dieses Mal zum neuen The Suicide Squad, der ab nächsten Donnerstag in die Kinos kommt. Nur hat sich auch dieses Mal wieder gezeigt, dass das Failing Gotham auch diesen Film nur vollgestopft hat mit Fake Squads. Wo ist sie nur hin, die Sinnlosigkeit des ersten Suicide Squads, bei dem man schon nach 30 Sekunden das Hirn ausschalten musste, weil man sonst schreiend aus dem Kinosaal getragen worden wäre? Mal wieder. Und damals auch noch ohne ein super wichtiges The vor dem Namen. Als ob ein The Avengers Endgame den Film auch nur einen undefinierten Artikel besser gemacht hätte. Aber zum Glück beleuchtet The Suicide Squad auch einmal die oftmals vergessenen Helden aus dem DC-Universum, die viel zu oft vom korrupten Detektiv Batman reingelegt worden sind. Und bis heute wurde der Gewaltverbrecher Batman noch nie vor ein Gericht gestellt. Aber auch nur, weil sein Kumpel Bruce Wayne alles dafür tut, mit seinen gekauften linken Gotham Mainstream-Medien die Wahrheit über den Serienverbrecher Batman geheim zu halten. Aber nicht dieser Film. Deshalb sei nicht gewarnt, The Suicide Squad, die dunkelgrüne Lately Fake News Kinokarte an dich, die dich automatisch berechtigt, eine Fortsetzung zu drehen. Um endlich zu zeigen, dass Batman hier der eigentliche Verbrecher ist. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.